Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute haben wir einen VW Golf 4, Baujahr 2002, 1,9er Diesel, und bei dem wollen wir einmal das Radio ausbauen, weil da ist der Knopf eingedrückt. Ich will das versuchen irgendwie heile zu machen oder ein bisschen in Stand zu setzen. Und hier in dem Video geht es jetzt einfach nur darum, wie man so ein Radio ausbauen kann, einbauen kann. Ist ein etwas spezielleres Radio, ist dieses VW Golf mit Navi. Ich glaube Navi, mit Navi-Möglichkeit. Guckt es euch gleich selber an. Also auf jeden Fall so ein 2-DIN, nicht so ein Standardradio. Und das möchte ich einmal mit euch ausbauen. Und wie man das Ganze wechseln kann oder aus- und einbauen, würde ich euch gerne zeigen. Und ich würde sagen, los geht's. Und zwar ist mir aufgefallen, dass die Kommentare etwas abgenommen haben. Und deswegen haben wir uns überlegt, für die, die fleißig Kommentare schreiben, haben wir überlegt, dass wir immer und beziehungsweise mir fehlt auch immer so ein bisschen der Content, den wir live machen können. Und deswegen habe ich mir Folgendes überlegt, für die Leute, die fleißig am Kommentare schreiben sind, dass wir da ein Gewinnspiel machen, dass immer zum Ende des Monats wir ein Gewinnspiel machen für alle Kommentare, die in die Videos gemacht werden. Das heißt, egal unter welches Video ihr Kommentare schreibt, kommt ihr automatisch mit in die Verlosung mit rein oder macht ihr automatisch beim Gewinnspiel teil. Und da haben wir uns Folgendes überlegt: 50 € Gutschein könnt ihr euch dann aussuchen. XXL Automotive Gutschein oder Amazon Gutschein werden wir dann mit euch schon ausmachen. Und das Ganze wird dann immer zum Ende des Monats, das heißt zum 30. oder zum 31. endet das Gewinnspiel und fängt dann immer automatisch am 1. des Monats an. Und da könnt ihr dann gerne unten in die Kommentare, nicht nur unter dieses Video, egal welches Video in diesem Monat rauskommt, da könnt ihr Kommentare schreiben und macht beim Gewinnspiel teil und im Livestream am 30., 31. Wir werden immer diese Livestreams vorab ankündigen, wann die starten und wie viel Uhr, wo ihr dann automatisch zugucken könnt, oder ihr werdet dann per YouTube benachrichtigt. Und zwar ist das Ganze wie folgt: Ihr benötigt Spezialwerkzeug, und zwar sind hier kleine Schlitze und da müssen solche Bleche rein. Mit so einer Aussparung. Ich muss jetzt mal gucken, ich glaube so rum. Ne, oder so rum. Das mal ausprobieren. Ups, so. Und das Ganze 4-mal. So. So. Und so. Das war's auch schon. Und was passiert hier? Wir sind jetzt nicht mehr so. Da könnt ihr einmal sehen, dass hier einmal solche Klammern sind. Da. So, und dann klack. Und dann kommt das Ganze raus. So, und zum Abmachen sollte das eigentlich, wenn man das reindrückt, machen wir gleich einmal auf den Tisch. Ja, dann am besten natürlich zu empfehlen, Batterie abzuklemmen und natürlich darauf zu achten, ob ihr den Radiocode habt. Sonst wird das Ganze nachher nichts. Aber wir probieren es aus. Wir haben hier, glaube ich, keinen Radiocode, gar nichts. Wir sehen mal, ob wir den Radiocode dann benötigen oder nicht. Und das Ganze mal ohne Batterie abklemmen machen wir mal. Und zwar hier kann man sehen, dass da der Knopf fehlt. Der ist nämlich reingefallen, beziehungsweise der Knopf ist nicht da. Irgendwie provisorisch fertig machen, dass man das einigermaßen benutzen kann. So, dann das einmal ab. Das einmal ab. So, Knopf haben wir gemacht. Was heißt provisorisch? Man bekommt keine Knöpfe dafür, einzeln. Deswegen das Ganze hier einmal umgebaut. Das Blech hier kann man abnehmen und dann kann man hier hinten irgendwas Gummiartiges hinten hintun. Das Ganze gegendrücken, falls jemand solche Probleme hat. Weil, ja, es gibt nichts, was man... Ersatzteile gibt es nicht, nur Komplettradio. Oder halt ein gebrauchtes kaufen, aber die kosten ja auch schon Geld. So, und dann bauen wir das Ganze wieder zusammen. Ich gehe sehr stark davon aus, dass wir einen Radiocode brauchen.
So, die ganzen Kabel wieder drauf. So, Radiocode eintippen. Ich zeige jetzt auch mal, wie man hier Radiocode eintippt. Und zwar hier auf der 1 könnt ihr Radiocode. Wie sieht sowas aus? Das habt ihr meistens in so einem Buch, wenn ihr noch einen vernünftigen Golf habt. In so einem Buch, das sollte alles zum Thema Radio-Navi sein. Da auf der letzten Seite ist der Radiocode mit der richtigen Nummer, mit der Seriennummer von dem Radio. Und bei uns ist es die 0 3 9 1. Wenn der gesamte Code eingegeben wurde, drücken Sie den Menüknopf 25, die Taste 1 oder die Taste 14 für mindestens 2 Sekunden. Okay, Taste 25 ist das hier ist Taste 25, Taste 14 ist das und Taste 1 ist... Taste 1 wird hier mittig angezeigt, wahrscheinlich beide dann. Set-Taste habe ich jetzt gedrückt gehabt. Dann hat es funktioniert. Aber in der Beschreibung steht, dass man die Zurückspultaste drücken soll. Also ich habe die Set-Taste gedrückt, dann hat es geklappt. Und dann können wir das Ganze hier ausmachen. Das Ganze funktioniert. Wir werden jetzt hier in der Halle keinen Empfang haben. Ja, so sieht's aus. Einigermaßen, aber es hat doch geklappt. Also wie gesagt, um den Code einzutippen, hier genau die Taste hier gedrückt halten und dann die Set-Taste. Dann funktioniert das. Ja Leute, so schnell und so einfach kann man das Radio rausholen, wenn man das richtige passende Werkzeug dazu hat. Kauflink unten in der Videobeschreibung. Müssen wir gucken, ob es auch bei XXL das Ganze gibt. Wenn es das gibt, könnt ihr das Ganze natürlich mit dem Rabattcode VITYAWOLF euch auch zulegen. Und ja, ansonsten, wie gesagt, wenn man das richtige passende Werkzeug hat, dann kann man das Ganze mal eben schnell rausholen, einbauen, wechseln. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.